Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Ihr werdet euch denken, boah, die klingt ja noch schlimmer als beim letzten Mal oder wirklich gesund ist sie ja immer noch nicht, aber also prinzipiell hättet ihr recht, wenn das euer erster Gedanke wäre. Aber ich habe nicht mehr so viele Schmerzen wie beim letzten Mal. Ich glaube, heute könnten eher Stimmaussetzer das Problem sein und weniger Hustenanfälle, aber wir gucken mal, wie sich das heute entwickelt und ob es ausreicht, um eventuell mal 2 oder 3 Folgen aufzunehmen. Ich habe da gerade so meine berechtigten Zweifel, wenn ich mich selber reden höre. Das ist gerade ultra spannend. Mit Myria haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon gesprochen, ne? Cannot control his accent. Ich erinnere mich dunkel. Ich habe jetzt übrigens mal nachgeguckt, was in Chapter 4, in dem wir uns ja jetzt befinden, was es hier noch so an verpassbaren Sachen gibt. Und tatsächlich gibt es hier noch einiges. Also in Amorica, in Mainz und in St. Ursula gibt es jeweils noch Sachen zu finden. Das heißt, kein Besuch wird umsonst sein mit Blick auf die verpassbaren Dinge. One of the Fisherman's Guild members is back. Well, what do I do? Is this finally my big chance to join the guild? Eventuell. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Member war das. Nee, boah, ich kann mich nicht mehr an den letzten Besuch erinnern. Ich merke richtig, wie meine Stimme aussetzt, wenn ich versuche, hohe Stimmen zu sprechen. Wenn ich tief rede, dann geht das eigentlich relativ gut. Betonung liegt auf eigentlich. Did I really just lose in a race against a girl? Maybe living among nature has given them an edge against city kids. Ach, die spielen jetzt zusammen? Ich wollte eigentlich gerade nochmal mit ihm sprechen. I've played hide and seek lots of times with Camilla and Stefan, you know. I'm super duper fast. I bet these kids would get along great with Kia. Das denke ich auch. Oh man, I'm sure. Maybe we should get her to tag along next time we visit. I've played hide and seek lots of times. Hä, aber warum it's the funnest? Warum ist er denn jetzt hier, der Stefan? Haben wir da irgendwie Vorgeschichte schon mal mitbekommen? Wahrscheinlich. You're such a slowpoke, Stefan. How could you let yourself get caught by Pulley of all people? Tell you what, if you move here, you can take a complete training session from yours truly. It's so peaceful here. It reminds me of just what it is I fight to protect. Well, Stefan's it now. Try to catch us before sunset, okay? Also ist ja prinzipiell cool, dass die jetzt zusammen spielen, aber mich ärgert gerade, dass ich vergessen habe oder dass es nicht erklärt wurde, aber das kann ich mir nicht vorstellen, warum der jetzt hier ist. Das heißt, seine Eltern müssen ja auch irgendwo hier sein. Okay, warte mal, ich brauche erstmal eine sinnvolle Reihenfolge, wie ich jetzt hier weitermachen will. Wenn wir schon mal hier stehen, kann ich eigentlich mal ins Inn und gucken, wen wir da so antreffen. Hello. Right now, there are 2 bracers staying in one of the rooms on the 2nd floor. You know, there's actually a surprisingly large number of female bracers now that I think about it. Ich würde zumindest sagen, dass sie eine gute Frauenquote haben, ja. As a girl myself, I can't help but cheer them on. Verstehe ich. When they eat later, maybe I sneak them a free coffee. Ich glaube, das werden die sehr zu schätzen wissen, aber die zahlen sicherlich auch gerne, wenn der Kaffee gut ist. Oh, just being in the presence of Celie as she's working soothes my pounding heart. I was so lonely not being able to see her during the anniversary festival. I have to make up for lost time. It's been a month since the festival ended and you still aren't satisfied. Oh, das klang voll judgy von Lloyd. Yeah, just being in the presence of Celie as she's working soothes my pounding heart. Na gut, solange sie das nicht stört, sollte es eigentlich auch okay sein, aber weiß ich nicht. Sie kommentiert ihn ja gar nicht, ne? Sie hat nur einen Kopf für die weiblichen Bracerinnen hier. Excuse us, are you Alfred? Yes, that's me. Oh, the special support section. You were the ones who searched the ancient battlefield for that couple, right? Do you need something from me?
Yes, sir. You see, we're working on a request we received from the library. Ah, das gab's ja auch noch, stimmt. We came to collect an overdue book from you. Do you have any idea where it is? Oh, that. I apologize for being so careless. That's very unlike me. Give me just a second. I've got it right here. Oder auch nicht. Sir? Did you by chance lose it? I wouldn't say lost per se. It's got to be around here somewhere. Now where did I leave it? Jetzt dürfen wir auch noch dein Buch für dich suchen, oder was? Oh, right. KAUFEN, do you still have that book I let you borrow the other day? A book? Yes, a book. That book. You told me that you'd like to give it a read, so I'll let you borrow it. Oh, that book. Yes, I remember now. Sorry about that. Let me go find it for you. Wie die hier voll weitergereicht werden. Jetzt holt er das Buch ernsthaft zwischen den Flaschen da hinten raus. Let me get this straight. You let someone borrow a book that you borrowed from the library? What is that? Landing? Careless is what it is. Oh ne, lachen geht gar nicht. I'm ashamed, I assure you. Normally, I'd never do such a thing. With so many books to read, I'm afraid that one must have just slipped my mind. KAUFEN, did you find the book? About that? Oh, what? How could you have possibly lost it? So... Just wait a second, please. I'll try to remember what I did with it. Er hat's bestimmt auch jemandem ausgeliehen. Voll die Kettenreaktion hier. I've got it. If I'm not mistaken, I accidentally let a customer borrow it after he wouldn't stop badgering me about it. Was? What? How do you accidentally lend someone a book? Ja, die Frage ist absolut berechtigt, aber warum leiht man ein Buch, was man sich selber geliehen hat, dann auch noch einem Kunden? Vielleicht ist der über alle Berge und wir kriegen das Buch nie wieder. Re-lending? I can't say I was expecting this turn of events. This is unbelievable. Das ist tatsächlich so. Who exactly did you lend it to? It was Elkin, the guy who's always tinkering with the orbit truck near the front of the village. Oh, I messed up big time. Please forgive me. Don't worry about it. What's done is done. We'll just have to roll with it. Okay, everyone, let's find Elkin and see if he has it. Das sind die Stories, die wahrscheinlich früher auch dazu geführt haben, dass man selber, wenn man das ein oder andere Gameboy-Spiel verliehen hat oder so, das nie wieder gesehen hat. Und ja, ich verleihe schon sehr, sehr lange nichts mehr, außer an Leute, die wo ich weiß, die sehe ich regelmäßig und die sind zu 1000% vertrauenswürdig. I'm really sorry that I let Elkin borrow the book. I can't refuse a long-time customer's requests that easily, after all. Ja, aber das geht ja auf den Nacken von, wie heißt der, von Albert. Weil der hat ja das Buch bezahlt und der muss es halt auch irgendwann wieder zurückgeben. Das finde ich ihm gegenüber halt nicht fair. I'm really sorry that I let Elkin borrow the book. I can't refuse. Okay, das hat er gerade schon mal gesagt. Gut. Dann werden wir dafür auch eine Lösung finden. Einkaufen, aber erstmal nicht. So. Resten auch nicht. Ich sehe ja da unten, dass wir eigentlich gesund sind. Insofern. KAUFEN lent the book to Elkin, the guy who's always messing with the orbit truck near the village entrance. I'm sorry, everyone. I know that this has cost you a lot of time and effort. So is it. Am Ende ist wahrscheinlich diese Leihgebühr, die man da bezahlt, nicht das Kriegsentscheidende. Aber was wir hier schon unterwegs waren und Zeit investiert haben, weiß ich nicht, ob die Polizei sich nicht mit sinnvolleren Dingen auch befassen könnte, sollte. Stefan has been playing with the village kids quite often recently. Ach, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. War das nicht die, die beim letzten Mal hier schon zu Besuch war und überlegt hatte, sich hier langfristig niederzulassen? Maybe our official move to America isn't as far away as I thought. Ja, doch, jetzt kommt langsam die Erinnerung wieder. Stefan has been playing recently, thought. Na, dann gucken wir mal, ob die sich bis zum Ende des Kapitels entschieden hat. Aber es spricht gerade einiges dafür. Na, ihr zwei Hübschen.
Hab schon wieder kurz ausgeblendet, dass die ja auch hier sind. Wurde ja unten schon angeteasert. Oh, hey everyone. Let me guess, you guys are busy working. Ja, aber mit sehr komischen Aufgaben wieder betraut. Right, we're in the middle of finishing up a few small jobs. You two staying at the inn here? Yep, that's right. Though we weren't planning on staying. The truth is we ran into a snag while working on a monster extermination yesterday. And we missed the bus. Not left with many options, we decided to just stay at the inn. Something gave you two trouble? I'm almost hesitant to believe it. Was it that strong? Well, it was like those wanted monsters from before, but with one big difference. For some reason, a bunch of them showed up on the highway out of nowhere. And what's odder than that, they all seem much stronger than they were last time. It's not just this area either. The other highways are experiencing the exact same situation. That does sound rather unusual. The CGF has received reports about these appearances too. Luckily, they don't seem to pose any threat to the bus service. Guess that's one silver lining. Still, it is quite concerning to hear. We should keep our eyes peeled. Achso, ich dachte, daraus resultiert jetzt vielleicht eine Mission. Ey, ganz ehrlich, Estelle und Joshua, ne, so gern ich euch auch habe, aber warum nehmt ihr ein Zimmer mit 4 Doppelbetten? Habe ich irgendwas verpasst? Das kleine Zimmer daneben an, das hätte euch doch auch gereicht, oder nicht? Putting that mystery aside, who's this girl with you guys, new member? I don't think so, Estelle. You're from the Crossbear Guardian Force, right? I am Sergeant Major Noah Seeker of the Tangram Gate Division. Nach Tangram Gate müssen wir übrigens, da gibt es nämlich ein Buch abzuholen. And you two are bracers? Was? Ihr kennt euch noch gar nicht? Yep, I'm Estelle Bright, currently registered with the Bracer Guild's Crossbell branch. Nice to meet you, Sergeant Major Seeker. My name's Joshua Bright. Well, wait a minute, aren't you... I saw you two in the Crossbell Times. You're those young heroes who single-handedly put an end to that massive incident in LeBelle. Okay, also lachen, habe ich ja gerade eben schon mal festgestellt, geht heute nicht. Ich werde einfach nur Haha sagen. Wie so ein Roboter, wie Sigiri. You must have read Grace's article too, huh? Actually, we weren't the only ones who helped stop that, you know. It was a team effort. Deswegen mag ich dich, Joshua. Wow, Estelle and Joshua really are famous if Grace thought they were newsworthy. Das, weiß ich nicht. Ich meine, ist Grace diejenige, die darüber entscheidet und die so der Maßstab sein sollte? I don't know. Let's see. I say after we take a short break, we check out the other highway. We should make sure there aren't any more roadblocks. Let's see. Okay, hier wiederholt sie sich. Hi. There's been confirmation that these new unknown monsters are vastly different than the wanted ones from before. Try to stay safe. Sowieso. Und ansonsten rufen wir ganz laut um Hilfe und ihr kommt uns sicherlich unterstützen. Ne? Warum pennen die nicht hier? Warum mieten die sich die Großfamilien-Suite? So viel zum Thema, ne? Ich glaube, den Bracern, denen geht es finanziell einfach zu gut oder so. Oder du bekommst das hier für einen Apfel und ein Ei. Ich kann mir vorstellen, dass Armorica Village gar nicht so teuer ist letztendlich. Aber trotzdem komischer Anblick da. So, dann schauen wir mal hier. Guten Tag. Ah, Mr. Hayworth ist am Start. Wir fangen aber mal hier an. Model Orbel Car war, glaube ich, das allererste, was ich gekauft hatte, oder? Von diesen ganzen Deko-Sachen. So, nee, Geld habe ich ja immer noch keins. Hey, warte mal. Hier sind aber einige Sachen, die ich in Crossbell nicht einkaufen konnte. Das wurmt mich gerade ein bisschen. Auch wenn das alles natürlich nicht so ultra wertvoll und wichtig ist jetzt sofort, aber bei dem Preis werde ich gerade ein bisschen schwach, deswegen nehme ich jetzt hier doch ein bisschen was mit. Ich meine, ich könnte ja immer noch umtauschen. Warte mal, wovon habe ich jetzt hier am meisten? Von den Time Zappets. Ja, aber ich glaube, aus der Kategorie werde ich auch mit am meisten benötigen. Wobei, warte mal.
Ich vergesse es immer wieder, aber... Ne, meine Leute sind... Ne, Moment. Habe ich keinen weiteren Action 3 mehr über? Scheinbar nicht. Ne, ich glaube, dann ist mir das zu heikel. Weil, guck mal, hier fehlen noch... Achso, guck mal, 3 von 4 Leuten haben nur die Zweier-Ausführung. Deswegen wäre das ultra dumm, jetzt die Time-Sappets dafür auszugeben. Ist egal, belassen wir es einfach dabei. Ich gucke gar nicht mehr in den Laden. It looks like Grams is in a pretty cheery mood today. Mr. Hayworth is his favorite customer. He's practically perfect in Grams' eyes. Compared to him, I'm just some bum that was unemployed for a long time. I didn't even do anything noteworthy for the festival. Das macht dich mal nicht so fertig. On the bright side, we had so much business during the festival that I got a lot faster at calculating sales, so rum. I don't really feel like I've moved up from being just Graham's little assistant at all, though. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf, Jake? Ich finde, der macht sich hier gerade extrem fertig. Und ich vermute unnötig. Aber vielleicht übt auch der Opa Druck auf ihn aus. Also vielleicht geht das auch gar nicht von ihm aus, sondern wird ihm nur eingeflößt. Ich weiß es nicht. Oh, have you all come to purchase some of Amorica's fine honey as well? Haha, sorry to disappoint, but there's no way I'll let you outbid me. As if we'd ever try to out-negotiate you. You said you were taking a vacation after the anniversary festival, didn't you? Has that already come to a close? Haha, yes, I was extremely stressed, so it was a welcome change of pace. In fact, I feel more refreshed than I have in a while, and I plan on using all that energy to work even harder from here on. My wife has been doing her best to support me in my business endeavors recently. Now that I have my family coming together to push me forward, I need to work harder than ever for their sakes. Oh Mann, ey. Arbeite dich bloß nicht kaputt, aber ich glaube, der Harold, der hat einen ganz geilen Job, der ihm durchaus auch Freude bereitet und nicht nur Arbeit, behaupte ich jetzt mal. As always, it's a pleasure, Harold. You know, I'll throw in an extra jar of honey on the house. Make sure to share some with your family now. Thank you, I'm sure they absolutely love it. Compared to a genuine man like Harold, Jake's just a fumbling little hatchling. After everything we endured during the anniversary festival, I thought Jake might have matured a bit, but he's still a long way to go. Finde ich irgendwie ein bisschen gemein. Also ich weiß natürlich nicht, was er am Ende wirklich drauf hat, aber er vergleicht ja hier mit dem Besten der Besten, vermutlich. Und das kann schon frustrierend und demotivierend sein, so. Weil das halt kein realistisches Ziel ist, an dem er sich messen sollte, finde ich. Aber was weiß ich schon. So, hier war das Carbonara-Haus damals, ne? Nachdem ich ewig lange im falschen Haus rumgekrebst bin. Harvest was real plentiful this year. Be willing to bet this is all thanks to them hounds. What was impersonating the divine wolves being caught. Harvest was real plentiful. Warte mal, Donald, war das nicht? Nee, Donald war nicht der Typ mit dem komischen Akzent, oder? Von dem beim letzten Mal die Rede war. War das nicht sogar Elkin? Be willing to bet this all thanks to them. Achso, das habe ich gerade schon mal gelesen. Hi, Carbonara-Frau. Arita's son, Stefan, has been playing with my kids all the time recently. I just hope the lot of them don't get too rowdy and end up getting hurt. Arita's son, die werden sich schon nicht umbringen und Pflaster habt ihr hoffentlich alle da. Das gehört, finde ich, so ein bisschen dazu, dass man auch mal die eine oder andere Schramme mitbringt. So, ich muss jetzt einmal... Ja, komm, ich gehe mal kurz gucken. Mir lässt nämlich keine Ruhe, über wessen Akzent sie hier gesprochen hat, aber es war von Elkin die Rede. Here, nowadays, Old Man Donald and Elkin are the only ones that really use it. Aber Donald hat sie auch im gleichen Topf geworfen. Das heißt, so ganz daneben lag ich nicht mit der Frage, wer jetzt nun gemeint war. Insofern alles durchaus richtig kombiniert. So, habe ich hier irgendwie noch NPCs. Es wäre irgendwie cool, wenn du auf der Minimap ansprechbare NPCs auch noch so als kleine Pünktchen oder sowas dargestellt hättest.
Ist ja in einigen JRPGs auch der Fall. Wobei, man erkennt ja hier auch ganz gut. Ach nee, ja, man erkennt das ganz gut. Und den hier hätte ich fast übersehen. Glückwunsch zum Fail meiner eigenen Aussage. When I ran a store during the anniversary festival, a lot of tourists started coming to the village. Talk about a surprise. I have to come up with new, improved ways to do things around here. As the next village chief, it falls onto me to make sure our beloved village doesn't come to an untimely end. Warum sollte denn das Dorf zu einem Ende kommen? Oder habe ich das einfach nur falsch übersetzt? Das klang gerade sehr apokalyptisch, kryptisch. Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich es nur falsch verstanden. Wie mein Verständnisfail in der letzten Folge, wo ich erstmal noch 10 Meter Text eingeblendet habe, um zu erklären, dass ich es eigentlich doch gerafft habe. Nur erst im Nachgang leider. Okay, hi. Also wenn sich hier 2 gegenüber sitzen, ne, dann siehst du mit dem Gestrüpp in der Mitte des Tisches relativ wenig vom Gesicht des anderen. The villagers always end up being worried whenever my husband and son argue. If you don't mind, could you please watch over Derek whenever you're here? The villagers always end up. Ich finde, du solltest auch mal mit dem reden, weil der macht sich da draußen ganz schöne Gedanken. I tried speaking with Derek about the village's future yesterday. However, he continues to insist that the village must modernize no matter the costs. Bringing in so many tourists to try and achieve his silly dream has caused us a lot of problems. What am I going to do with Derek? Oh, das war neu. Warte, da stand gerade irgendwas mit Culture. For some reason, he can't accept my determination to preserve this village and its culture. Ideas, what do I do? Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber dein Sohn wird die Zukunft gestalten, so oder so. Und wenn du irgendwann nicht mehr bist, auch wenn es hart klingt, dann muss er die Entscheidung treffen. Und er soll das machen, was er für richtig hält. Und ich finde es sehr schade, dass der Vater ihn da so ausbremst. Aber ich glaube, das sind viele ältere Leute, die dann ihr, ich nenne es mal Geschäft in Anführungsstrichen, an ihren Nachwuchs übergeben. Auch wenn hier in der Bürgermeisterrolle von Geschäft eigentlich nicht die Rede sein kann, aber irgendwie ist es halt doch ein Geschäft, was man hier führt. Nur eben nicht im Shop-Sinne, nicht im Einzelhandelssinne. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Eine Sache irritiert mich. Wir haben heute nichts Verpassbares bekommen, oder? Ich hatte aber vorhin noch gesagt, dass es überall irgendwas gibt. Ach, hier müssen wir noch das Buch abholen. Excuse me, are you Elkin? That's right. Need something? We're from the CPD. If you have time, we'd like to speak with you about something. Lloyd explained they were here to collect an overdue book. Oh yeah, I borrowed that book. Do you have it on you by chance? Well, funny thing, Dad. I may have lent it to someone. Ey, das ist nicht euer Ernst. Das hört ja nie auf. Are you serious? Damn, this is getting ridiculous. Are we at re-lending now? Ja, ich glaube, da darfst du gleich noch ein paar Silben noch davor setzen, wenn das so weitergeht. I wasn't expecting this. I'm just wondering what sort of book would get passed around like this. It's pretty unbelievable at this point. Ist bestimmt irgendwelche Schmuddelliteratur oder so. I'm so sorry. I know I messed up. It's just he wanted to read the book so badly. I let him borrow it against my better thinking. You all gotta understand, I ain't have done it if I knew it was gonna turn out like this. Please calm down. I mean, it would be better if you hadn't lent it out, but it's in the past now. Who exactly did you give it to? Sorry about that. It was Donald, one of the farmers. If you're looking for him, I'd start at his house. It's right next to Reuar? Keine Ahnung. General Store. Ich hasse dieses Wort. Well, everyone, let's hope that this is the final stretch. Der gute Donald, bei dem waren wir doch gerade. I lent the darn book to Donald, one of the farmers around here. If you're looking for him, I'd start at his house. It's right next to... Nee, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. I'm really sorry about this, folks. Ja, solltest du auch sein. Ihr alle solltet euch schämen.
So in mein Weltbild will das einfach nicht rein. Du leihst dir von jemandem was und leihst das dann weiter. Also wie die Leute noch ruhig schlafen können, ich weiß auch nicht. So, excuse me, are you Donald by any chance? Yup, that's me. You all need something? We're from the Crossbell Police Department. Do you have a minute? Lloyd explained that they were collecting overdue books. So that's why you're here? Well, if that's the case, you ain't gonna like what I'm about to tell ya. Ey, es ist doch nicht euer Ernst jetzt. Oh no, not again. Re-landing? Ich hab nicht mehr mitgezählt. What is the deal with people these days? Just return the damn thing to the library. What? No, I didn't lend it out to nobody. Immerhin, hast du's aufgegessen? I'd read it when I had a bit of downtime on the farm. Thing is, my memory's kind of foggy as to where I left the darn thing. So, I might have lost it. Oh no. Ist ja noch schlimmer. No way, after all this searching. We thought all the re-landing was bad, but it somehow got even worse. Do you have any idea where you could have left it? Yeah, I think so. Last time I remember having it was in the shed over by the apiary, the one right out front of the chief's house. Ich weiß, welches Gebäude du meinst. I was reading it in there at the time. Can't rightly recall where it might have got to after that, though. I'm really sorry for the trouble you all. Nothing we can do about it now. If that book is going to be anywhere, that shed is our best bet. Let's go check it out and put an end to this wild goose chase. Das sollte der Plan sein. Lost track of the book somewhere around about the apiary's sheds, right near the front of Chief Torta's house. Last time I had it, I was reading in there, but ain't got the foggiest idea where it could have scampered off to after that. Real sorry, folks, but could I bother you to go hunting after it for me? Ey, wie wir einfach die Drecksarbeit für jeden hier machen. Unfassbar, wie wir uns unter Wert verkaufen, ey. Da werde ich mich wahrscheinlich hier in dem Let's Play noch so oft drüber aufregen. Und wie nachlässig die auch mit den Büchern umgehen. Also ich anstelle von Miles, ja, dem Chefbibliothekar, ich würd mir eine Blacklist anlegen und bestimmten Leuten einfach keine Bücher mehr aushändigen. Wird wahnsinnig werden an seiner Stelle. So. Oh. Arc Seal Enthusiasts. Jetzt sehen wir auch, um welches Buch es sich handelt. Das ist ja interessant. Können wir das auch lesen? There's a library stamp. This must be our overdue book. Phew, that turned into quite a search. I can't say I was expecting it to end up being an Arc Seal fan book, though. It certainly seems in demand. Well, yeah, it's about Arc Seal after all. Of course, half the city-state's gonna want to get their hands on it. Ja, aber gibt's davon nicht mehrere? Hell, I've got half a mind to take it home and start flipping through it myself. You are free to check it out after we have returned it to the library. So sieht's aus. Die Stimme des Gesetzes, die Stimme der Rationalität, auch bekannt als Tio-Todd. So, ich muss gleich trotzdem mal, zwei Sachen wollte ich noch gucken, genau. Erst einmal, warte mal, Books konnte ich nur aus dem Menü heraus öffnen und lesen. Lass mich mal kurz überlegen, ich habe schon so lange hier nicht nach einem Buch gesucht. Wir können es tatsächlich lesen, wie cool ist das denn? A book borrowed from the Crossbell City Library. Unofficial fanbook published about Arc Seal. Na dann, lass uns mal gucken. Arc Seal. There isn't a person alive in Crossbell who doesn't know that name. Since the time they opened their theater in Crossbell City's entertainment district, Arc Seal has whipped citizens into a frenzy countless times. Fans are not limited to just Crossbell. Arc Seal has made a name for itself in several neighboring countries. On the stage of the Arc Seal Theater, the performers are called artists, and they each can display incredible feats of physical skill, giving rise to unbelievable performances. We would be remiss not to talk about the presence of Elia Platier. Fehlt da nicht ein Akzent in ihrem Nachnamen? She is said to be the greatest star in the history of Arc Seal.
It goes without saying that Elia's skill as a performer far exceeds that of her already talented troop mates. She has an overwhelming presence that commands the atmosphere of both the stage and the hall. Elia's performance is utterly mesmerizing. She seamlessly brings the audience and stage together as one. It cannot be described, it must be seen live. Arkansas has announced a new show this year will be titled Golden Sun, Silver Moon. Rumors are that a promising newcomer will debut. Who knows what the future of Arkansas has in store? Fans are excited and speculation season is in full swing. Und wegen diesem Text machen die jetzt ja alle so eine Aufhebens. Ich weiß ja nicht, also so spannend war das jetzt nicht, was wir da drin gelesen haben. Zumal jeder Fan von Arkansas da draußen all diese Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, schon wissen wird. Aber vielleicht gibt es auch schöne Bilder oder so, die wir gerade nicht angucken konnten. I don't know. So, aber wir haben jetzt das Buch, das heißt, ich muss jetzt nicht weiter sprechen, oder? Oh, were you able to find the book? Phew, what a relief. Arkansas books can be pretty darn popular, I suppose. Donald wouldn't stop pestering me unless I gave it to him, so I caved. I guess this just goes to show the power of Arkansas. Oh, were you able to find the book? Ja, Gott sei Dank, ey. Was für ein Aufwand. Ich gucke jetzt nochmal kurz, weil der Albert war ja eigentlich der Erste, mit dem wir sprechen sollten. Hieß der Albert? Irgendwas mit A auf jeden Fall. Nee, Alfred. Ups. My book ended up getting passed around like a hot potato. Well, the blame does fall on me for giving it out in the first place. I'm really sorry, everyone. From here on out, I respect the library's policies. Das ist gut. Können wir das schriftlich haben? Ich hoffe, das wird in Miles milde stimmen, aber ich schätze mal, der ist jetzt eher nicht so Typ nachtragend. Hauptsache, das ganze Dorf hat jetzt gefühlt einmal das Buch gelesen. Können sie jetzt alle drüber sprechen, weißt du? Einmal ausgeliehen und einmal komplett durchgereicht. Dann, lass mich mal kurz überlegen. Ich würde das Buch gerne zurückbringen, aber ich wollte, ach genau, die Gates kann man auch ansteuern, das ist ganz gut, weil ich in Tangram Gate, wie gesagt, noch was holen wollte. Ich muss gerade kurz überlegen, Konzentration und so, nicht so einfach. Welcher Exit wird denn jetzt? Ich nehme mal den West Exit. Ich wollte jetzt nämlich mal jetzt das Buch einmal zurückbringen. Und dann mal gucken. Und ich wollte auch auf meine Notizen mal gucken. Das hätte ich eigentlich während meines Hustenanfalls mal machen können. Weil es in Amerika, wie gesagt, auch noch irgendwas zu holen gab. Aber das mache ich gleich. Ne, ich habe das jetzt mal nachgeguckt. Es hat mir nämlich keine Ruhe gelassen. Und ich habe Bullshit erzählt am Anfang. Denn Amerika ist tatsächlich der einzige Ort, wo es tatsächlich doch nichts zu holen gibt. Ich hatte das wahrscheinlich so abgespeichert, weil wir dort halt missionsseitig sowieso hingemusst hätten. I'm counting on you to collect those overdue books for me. This time everyone's scattered about around. Das kennen wir alle schon. She's been tearing through her books like they're nothing. Yeah, I think she's grown to love reading. Von wem ist die Rede? Von Kia? Haha. Fantastic, a new member has been inducted. Ich glaube, das kennen wir aber schon. Kia would be elated to hear that. Ja, es ging um Kia, alles klar. Dann hätte ich mir den Weg jetzt hier eigentlich auch sparen können, aber kein Plan. Ich hatte irgendwie Bock auf Reaktionen, nachdem wir jetzt hier so lange rumgekrebst sind, um an dieses eine olle Buch ranzukommen. Aber dann ist das okay. Denn dann weiß ich jetzt, wo ich als nächstes hin will. Irgendwie ist das Teil hier praktisch. Ist auf jeden Fall komfortabler, als mit den Bussen zu fahren. So viel steht mal fest. Ich nehme mal erstmal Belgard Gate. Bei Tangram Gate wird das spannendere Gate sein, einfach vor dem Hintergrund, dass wir da ein Item mitnehmen können. Aber was die Gespräche angeht, nimmt sich das wahrscheinlich am Ende des Tages nicht viel. So. Gott, ist das gefühlt schon wieder lange her, seit dem letzten Besuch. I was actually on the scouting team that was looking into the mine's ruins. Logins. The interior of that place was crawling with ghosts, demons, you name it. I've never seen anything like it before. It was like being in a waking nightmare. Oops. Are you alright, Ellie? You look incredibly pale.
Ich finde das auch immer so unangenehm, wenn sobald Geister erwähnt werden, alle sofort Ellie scheinbar ins Gesicht gucken. So, lass sie doch in Ruhe. I'm perfectly fine, never been better. Es sei denn, sie mag das, dass man immer wieder nachfragt, aber mich würde das an ihrer Stelle extrem nerven. Those ruins were full of monsters none of us had ever seen before. I legitimately think we were lucky that we withdrew before anything bad happened. Those ruins were full of monsters. Sind das die Ruins, wo wir als nächstes vielleicht sogar hingehen? Randy, what brings you here today? Hey man, we're taking over that investigation of yours for ya. You know, the one about the ruins? Are you pulling my leg? Nope, from what I've heard, His Excellency pushed everything onto Tangram Gate's plate. Sorry pal, we're gonna have to steal the spotlight from ya. You can pass that along to the commander for me. Nope, how about you tell him yourself? Machen wir vielleicht gleich. Still, if you guys are cooperating with the Tangram Gate troops, I can't help but feel reassured about this mess. I'd appreciate it if you finish the job we left half done, Randy. Also vor allen Dingen, wenn man sich anhört, was da für Monster so warten. Also scheiß doch auf den Ruhm, ey. Hauptsache, ihr dürft weiterleben, bevor man sich da vor Angst in die Hose macht und sich vielleicht sogar mit seinem Leben gewissen Gefahren aussetzt, sage ich mal. So. Ich meine, Ellie ist ja gerade auch gar nicht Teil des Teams. Guck mal, die ist ja draußen. Als hätte ich's geahnt, dass sie für die nächste Mission vielleicht nicht die richtige ist mit ihrer Angst und Phobie. I was one of the members on the scouting team we sent to those ruins. Say what you want, but there's something wrong with that place. Even if I wanted to, I doubt we would have been able to properly scout it. So there really is something going on with the ruins. I genuinely can't describe how eerie that place was. There's something different about it, but hey, you can go look for yourself. Machen wir, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ich habe da trotzdem schon mega Bock drauf. Ich habe nämlich voll Bock drauf zu kämpfen. Und heute, weiß ich nicht, heute würde ich mir das zutrauen. In der letzten Folge, da dachte ich mir nur, oh, bitte nichts, was mir Konzentration abverlangt. Aber das, wo man sich eigentlich am meisten konzentrieren muss, ist tatsächlich das Vorlesen, finde ich. Where exactly do I get my passport checked? Ich habe gerade schon wieder voll die Halluzination. Ich dachte, hier klingelt wieder irgendwo ein Handy, aber alles gut. According to the others, the investigation of those ruins was suddenly put on ice. It's the commander's responsibility to know when to withdraw from operations, yet I can't help but feel like this was just laziness. According to the others, the investigation... Mein großes Ziel ist heute, weniger Cuts in den Part reinzubauen als beim letzten Mal. Ich glaube, das wird mir gelingen, auch wenn ich letztes Mal nicht mitgezählt habe. Class. Stella has had more free time since the anniversary festival has ended. She's so wonderful. Staring at her day in, day out isn't going to get me anywhere. Stella has had more free time. Wie einfach überall irgendein Typ rumlungert, der die ganze Zeit die Bedienung oder Angestellte oder irgendwelche Leute hier einfach beobachtet. Ich finde das irgendwie creepy, ich weiß auch nicht. So, Hearty Hotpot haben wir. Könnte ich mir eh nicht nochmal leisten. Aber talken, das können wir uns noch leisten. Hello everyone, would you like something to eat? You can never rule out the possibility of an emergency dispatch while stationed here, so it's important to eat while you can. Hello everyone, would you like something to eat? Achso, nee, warte, das war aus Versehen. Der dritte Drücker jetzt. So, oh, hallo, was ist das denn für eine etepetete Dame? So we have to share the cafeteria here with the Guardian Force members. It wouldn't be my first choice, but I'm hungry, so I suppose I'll put up with it. So we have to share. Ja, weiß ich nicht, was die für ein Problem damit hat, aber scheinbar hat sie eins und, naja, vielleicht kann sie das Essen ja trotzdem überzeugen. Außerdem ist ja gerade auch nicht allzu gut besucht da. Die hat also ihre Ruhe. Hi. Beyond. Beyond? Haben wir den nicht irgendwo anders mal gesehen? Military enthusiasts like myself are often misunderstood. We don't enjoy war by any stretch of the imagination. Simply put, we just appreciate the practical beauty of military equipment and arms.
Don't go lumping us together with those sociopaths that adore senseless killing. A military enthusiast is not someone who enjoys or loves war. Make sure not to mix us up with the warmongers, okay? Ja. Ja, ich verstehe ihn schon und ich glaube ihm das tatsächlich auch, aber es ist auch schon schwer, das gänzlich auseinanderzuhalten, weil wenn du irgendwas schön findest und dich für irgendwas begeistern kannst, dann musst du ja zumindest irgendwie so eine gewisse Kriegsästhetik feiern, die dem anhaftet und past this point is the Crossback Guardian Force Raid Line unauthorized entry. Achso, ich dachte, ich hätte jetzt hier irgendwie was ultra spektakuläres gefunden, aber nada. Das war nur ein Verbotsschild. So, wen haben wir denn hier? Guten Tag, Brute. I recently got my hands on a poster of Arkansas's new dancer, Rishi Amao, from my buddy over at Tangram Gate. I pinned it up right over there if you want to give her a look. Quite something. Quite something, ain't she? I recently got my hands on a poster. Also, wir kennen sie auch in live, aber wir wollen jetzt auch mal nicht so angeben, ne? Einfach immer brav nicken, nett lächeln und gar nichts sagen, sonst kommt das vielleicht ein bisschen arrogant rüber. Oder sie wird sich mega freuen, wenn sie das hören würde. Keine Ahnung. Mireille. You're Sergeant Major Noah Seeker, right? I've heard stories about you, Tangram Gate's bride, up-and-coming guardsman, right? Oh no, I wouldn't go that far. I still have much to learn and improve on. I know working directly under the commander may be discouraging at times, but please keep doing the CGF proud, Warrant Officer Mireille. Haha, Mireille's unrelenting sense of justice is the only thing she's had over the other guys, I'd say. Wait, only thing? What do you mean, only thing? Come on, Randy, try not to tease her so much. Fine, fine. You're exhausting. Like I was saying, as a superior officer, it's always reassuring to see a guardsman like Sergeant Major Seeker make a name for herself. So let's both continue to work towards making the Crossback Guardian Force the best it can possibly be. Yes, ma'am. Da verschlägt's mir glatt die Sprache. I wanted our unit to conduct the investigation of those ruins, but we can't do anything about it since the order came from the commander. Sergeant Major Seeker, Special Support Section, I'm leaving the investigation in your hands. Da hat mir das Wort capable noch gefehlt. We got this, don't even sweat it. I wanted our unit. Habe ich gerade schon mal gelesen. Hands und sweat it, okay. Haben wir die eigentlich jemals von vorne gesehen? Irgendwie dreht sie uns immer den Rücken zu. Und die Kamera drehen kann ich hier nicht. So, hier ist auf jeden Fall leer. Aber aufgeräumt wie eh und je. Ich weiß gar nicht mehr, wen wir hier sonst noch so als einen Gesprächspartner hatten. Hier stand beim letzten Mal jemand. Und das war keine unbekannte Person. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Und das ärgert mich. War das Lecter? Nee, das war nicht Lecter. War das Dorothy? Ich habe gerade die Dorothy aus Trace in the Sky in Erinnerung. Die gibt es hier aber gar nicht. Kein Plan. Irgendwie komme ich nicht mehr auf den Namen. Hier draußen waren aber immer Leute auf dem Dach. Das weiß ich noch. Hi, Dahlia. You know about the orbital shutdown phenomenon that happened all over the world, right? When that happened, Chancellor Osborne quickly dispatched new Imperial steam engine tanks to the border. It's as if he knew what was going to happen and was already prepared for it. What a frightening man. You know about the orbital shutdown phenomenon? Border Man. Okay, ja, auch den kennen wir aus... Obwohl, nee, Moment. Ich wollte gerade sagen, auch den kennen wir aus nächster Nähe, aber das stimmt gar nicht, wenn wir aus Lloyds Perspektive sprechen. Wir kennen ihn aus Class 7s Perspektive aus nächster Nähe, das schon. Aber nicht aus der Perspektive der SSS. So nah sind wir ihm da noch nicht gekommen. So, habe ich jetzt hier alles? Ich merke gerade, dass mir tatsächlich die Konzentration ein bisschen fehlt, im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich mehr mit den physischen Wehwehchen zu kämpfen hatte.
Ist echt interessant, was für einen Krankheitsverlauf das nimmt, aber es ist alles so langsam und so zäh. Bei jeder normalen Erkältung oder was auch immer ich habe, ich bin so schnell wieder gesund. Deswegen gehe ich auch nie zum Arzt mit sowas. Belgrad Gate hat jetzt einen Stern, weil wir dort gerade sind, oder was? Ich glaube schon. So, ziehen wir mal weiter zum nächsten Gate. Und hier sollte es definitiv was mitzunehmen geben. Es sei denn, wir haben hier wieder mehrere Tage und ich bin gerade am falschen Tag. Also mehrere Tage hat, das kann ich schon mal vorwegnehmen, Chapter 4 auf jeden Fall. Weil ich habe vorhin in meinen Notizen irgendwas gesehen mit Day 1, 2, 3 und so. Deswegen werden wir heute auch nicht alles Optionale, also was heißt heute, also an Day 1 nicht alles Optionale abfrühstücken können. After the anniversary festival ended, I took a one-day vacation to Armorica village. That was a month ago, but I'm still feeling better than I ever have. Man, my vacation really must have helped me let loose. Cause I feel so great, I'm going to go 100% today too. Sehr gut. Your efficiency while working is bound to drop if you're exhausted. It's undeniable. Ja, da hast du recht, Nove. Machst mir gerade voll das schlechte Gewissen. So that means getting the appropriate amount of rest each night is key. Ey, nachts reste ich. Ich nehme das nicht nachts auf, also alles gut. Aber Nove wäre wahrscheinlich trotzdem enttäuscht von mir. Naja. Und Gott sei Dank fragt oder er sie, fragt er oder sie nicht so genau nach. Good afternoon, Sergeant Major Seeker. Keep up the good work. Any suspicious activity coming from the Republic? Nothing out of the ordinary, ma'am. Also, there haven't been any serious issues with any of the tourists passing through. Good to hear. The Special Support Section and I are going to investigate the ruins that gave the scouting party trouble. I'll leave security in your capable hands. Make the Crossback Guardian Force proud. Yes, ma'am. Tangram Gate is all clear. Nothing abnormal to report. Entschuldigung. Tangram Gate is all clear. So, danach auf jeden Fall wieder ein kleines Päuschen. Ich wollte heute eigentlich so gerne 2 Folgen aufnehmen, weil ich nächste Woche, wenn alles klar geht und es danach, ja, also es klingt gerade nicht so danach, ich weiß, aber ich muss nächste Woche dienstlich eigentlich nach Baden-Württemberg und dann auch noch für 4 Tage. Ich weiß nicht, ob das zustande kommt, ehrlich gesagt, aber wenn, dann kann ich die ganze nächste Woche nicht aufnehmen und dann kommt es definitiv zu Ausfällen und das nervt mich so ein bisschen. Having to wake up so early has left me quite drowsy. I can afford to fall asleep at the wheel, so I'm resting here for a bit to perk me up. Ja, besser ist. Also, Blitzschlaf ist definitiv nicht zu unterschätzen. Hatte ich bisher 2-mal in meinem Leben und es ist jedes Mal ein Schock, den man definitiv nicht wiederholt wissen will. Nothing unusual to report. Good afternoon, Sergeant Major Seeker. Nothing unusual, Jack. Ich wollte mir eigentlich irgendwie Namen merken, ne? Das habe ich jetzt an den Gates nicht so ganz in die Praxis umgesetzt. So, wen treffen wir denn hier an? Hier haben wir Kilika auch beim letzten Mal gesehen, weiß ich noch, als die Reisegruppe unterwegs war. Das war auch irgendwie eine coole Zeit. Also ich mochte diese ganze Mission, in der wir damals unterwegs waren. Rock. Gefühlt lese ich den Namen zum ersten Mal. From what I've heard, as soon as those ghosts or whatever showed up in the ruins, the Gate Scouting team made a break for it. Those guys need to grow a spine, if you ask me. You think a ghost so different from the other monsters out there? See if it likes bullet holes. From what I've heard, as soon as those... Also ich finde schon, dass das was anderes ist mit Geistern. Ich persönlich weiß nicht, ob ich so eine Angst vor denen hätte. Weil ich keine Ahnung, also so eine riesige Bestie mit riesigen Zähnen und ganz schlimmen Klauen und so mit Blut in der Visage und so würde mir, glaube ich, mehr Angst einjagen als so ein Geist, sage ich mal. Ich weiß nicht, keine Ahnung, schwer einzuschätzen. Ich würde auf jeden Fall niemandem einen Vorwurf draus machen, wenn er Geister fürchtet. I wasn't expecting it to taste this good.
I thought I was going to be served some cheap 2-bit meal, but my, oh my. I can happily say they exceeded all of my expectations. Sehr gut. Guck mal, Essen ist auf jeden Fall gut. Hoffentlich sieht das die etepetete Dame im anderen Gate auch so. It's quite delicious, isn't it, darling? Mhm. Ich glaube, dein Mann ist auf jeden Fall, oder dein Freund, mehr als begeistert. Wenn man seinen Worten Glauben schenken darf. Oh, Sergeant Major Seeker. Heading out on another mission? That's right. You know, Mr. Timmers, while I'm here, would you mind treating me to a little energy booster? Please, and thank you in advance. Ha ha ha. Sorry, Sergeant Major. As much as I'd love to, I'm afraid I have to say no on this one. Hä, warum? If you want some food, you've got to pay for it like everyone else. Ach so. Ach, die wollte das umsonst jetzt haben. Das habe ich gerade gar nicht so gecheckt. Ist aber frech, dass sie danach fragt. I'd love to give you a freebie, Sergeant Major, but I'm afraid I have a business to run. If you want that energy booster of yours, you have to pay like everyone else. Also ich weiß ja nicht, wie das jetzt zwischen denen geregelt ist, aber Sonderrechte scheint sie ja hier nicht zu haben und I don't know, irgendwie komisch. Die schnort sich gerade scheinbar ganz gerne durch, ne? Wir haben sie ja zuletzt auch erst zum Essen eingeladen. Da ging aber die Initiative von uns aus, muss ich fairerweise sagen, weil wir haben sie ja am Telefon angeboten. Sie hat sich nicht selber eingeladen. Oliver. Sergeant Major Seeker, are they the ones? That's right, this is the Special Support Section. They'll be assisting the CGF with the investigation of the temple. Understood. I want to apologize, though, if we weren't so useless then you... Please, don't worry about it. Jobs like this have become commonplace for us. Haha, ain't that the truth? You can leave this to us, man. You just keep guard at the gate, alright? Yeah, I will. From all of us at Tangram Gate, please keep the Sergeant Major safe. Ja, wird schon. Please take care of the Sergeant Major. Das werden wir tun. Ich weiß ja immer noch gar nicht, was Noel im Kampf überhaupt leisten kann. Ich glaube, haben wir gekämpft mit ihr, seit sie bei uns im Team ist? Ich glaube nicht. Das gilt es auf jeden Fall noch herauszufinden. So, aber jetzt gucken wir erstmal hier noch. Kann man relativ einfach übersehen, wenn man nicht um die Existenz dieser Etage hier weiß. So, mal gucken. Wer bist du nochmal? Achso, da liegt auch jemand im Bett. Gerade schon wieder gar nicht gesehen. Beryl oder so. Oh, Goddess. There were ghosts. While investigating the temple, poor Beryl here ran face first into some monsters. Oh je. And considering that he's pretty faint of heart, he immediately passed out. Oh no. Let's make sure to go into this mission prepared, everyone. Whatever scared him, this bed isn't going to be weak. Und vor allen Dingen wahrscheinlich sehr empfindlich gegen Zauber. Please stay away from me, ghosts. Ich glaube, hier tut das gerade Ellie nicht unbedingt gut, dass sie sich das mit anhört. Despite having hardly any injuries, Beryl has been holed up in bed. Oh, well, with a good rest, he'll be able to return to his post in no time. Despite having hardly... Ich weiß nicht. Also ich würde lieber auf eine Geistermission als auf eine Spinnenmission gehen. Da könntest du mich einsetzen. Ich wäre der mutigste Mensch auf der Welt, wenn ich wüsste, dass die Alternative Riesenspinnen wären oder so. This stuffed animal. I get the strange feeling that I've seen this shape before. Haha, that's mine actually. Truth is, Fran gave it to me back when I was going through training. She wanted my room to have a bit more color, apparently. Now that I think about it, Fran's stuffed animal was a different color, right? Ey, wegen meiner Stimme habe ich diese ganzen holprigen Leseraussetzer. Das liegt nicht am Lesen selber. Haha, imagine sad, huh? I can't help but feel a little jealous of how well you get along with your sister. Really? Gosh, that's a little embarrassing to hear. It's no stuffed animal. Fran has the same animal, but it's a different color. Maybe I should have kept it hidden after all. Ach, warum? Ist doch nichts Schlimmes dabei. Auch wenn ihr die Kommentare vielleicht unangenehm waren gerade.
So. Ich glaube, von ihr kriegen wir was. Ich werde jetzt hier an der Stelle aber den Part beenden, ihr Lieben, weil ich bin jetzt bei über einer Stunde mit der ein oder anderen Pause, die hier noch mit reingeflossen ist. Aber ich finde, das ging hier heute ganz gut. Ich weiß nicht, wie es euch damit ergangen ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine kleine Pause machen und vielleicht noch einen weiteren Part nachher aufnehmen. Mal gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!